Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, wie das unschwer zu erkennen ist, das ist ein LC4 Zylinderkopf mit unseren Ventilen, die wir im Shop haben. Ja, Einlass- und Auslassventile. Und wie die meisten von euch vermuten werden jetzt, es geht weiter mit unserer 620 Super Competition. Hier steht schon der Zylinder parat. Der 103 mm Wössnerkolben ist schon vormontiert. Na, wir haben den Verdichtungsdom von dem Ding etwas gekürzt, weil das ist ein reiner Kicker und eine Enduro. Da brauchen wir natürlich nicht die Mörderverdichtung bei dem Ding. Daher haben wir jetzt ungefähr eine Verdichtung von 11:1. Das passt, das ist vollkommen ausreichend. Ja, hier liegt der Rest. Kipphebel ist auch schon, Kipphebeldeckel ist schon vorkonfiguriert, zusammengebaut. Neue Kipphebelrollen drin. So, der Zylinder ist aber ein ehemaliger High-Flow-Zylinder. Da seht ihr hier diese kleinen Bohrungen für die Passstifte unten in der Fußdichtung. Aber der Motorblock ist hier ein Motorblock von 99. Ja, und die haben ja normalerweise hier diese 10 mm Passbuchsen drin. Das hätte ich beinahe mit der Büchse gesagt. Passbuchsen drin. Ja, Buchse, Buchse, Buchse. Und die hätte man jetzt also entweder im Zylinder auch aufbohren müssen, die Bohrungen, aber ich habe mich entschieden, hier einfach eine kleine Buchse zu machen aus Alu mit dem Stift drin. Daher können wir dann die Bauteile wunderbar miteinander zusammenbauen. Die gab es sogar mal einzeln als Adapter, und zwar von der 400er Rallye, nicht Rallye, Entschuldigung, von der Military. Die hatten halt auch so einen komischen Umbau drin mit den neueren Zylindern und den alten Motorblöcken, aber die sind leider nicht mehr lieferbar. Daher, das funktioniert auch. So, heißt, dann Zylinder drauf, Kopf drauf und dann geht es weiter. Bis gleich. Hell, drinking the water, smell your stomach feeling swell. Dip into the well, deep dive in it. Flow straight from the shores and get live with it. Painting with colors within your mind, solid rhythm and rhyme. So you with it in the times, man, tap for the divine. Been tasked with living I be taxing living minds. Will raps and melodies two stack with heavy minds. Boom, I spell doom to any scene. My emotions be sick and soon promethazine. If you're weak in the knees, assume positioning. I zoom into your dreams as soon as you're reckoning. I never use this voice to control, but touching every old and young soul with these cuts just like a Tory Hanzo did. And you know I never stop till I'm done, so kid. I never use this voice to control, but touching every old and young soul with these cuts just like a Tory Hanzo did. And you know I never stop. Some people would doubt and some folk would believe, but some would need a trial of some to let me be. These slums is getting wild, young sons will live and bleed. For some they dream about, these crones will set them free. I've sung full of defeats, 2 sons I give them heat. I'm hella done, too stunned to even speak. Sit down, come down and take a seat. 2 down, 2 brown to be elite. No sound, come drown just from a leak. Who now, you clowns will hella see. Viral, I got minds and spirals. So, eins hatte ich ja noch versprochen, zum Teil 1 und 2 LC4 Motor. Wir wollten ja beim Teil 3 noch die Nockenwelle besprechen, den Autodeco oder das Autodeco-System. Da hatte ich ja gesagt, wir machen das mit diesem Motor. Wenn ich den zusammenbaue, schauen wir uns da nochmal die Nockenwelle an. Das machen wir jetzt. Ja, hier seht ihr jetzt eine, was ist das, eine 586, also eine alte 660er Nockenwelle. Und die können wir jetzt mal gut als Beispiel benutzen hier. Hier seht ihr eben halt dieses Autodeco-System. Wenn ich hier drauf drücke, hört ihr dieses Klicken. Und das ist das, was der eine auch leider manchmal öfters hört, wenn er den Motor im Standgas laufen hat. Und dann fängt der Ding immer so klack, 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 klack. Und dann wisst ihr schon, okay, der Autodeco, der ist nicht mehr wirklich frisch. So, wie funktioniert das Ding? Ist eigentlich relativ simpel. Ja, Drehbewegung der Nockenwelle ist so rum. Wenn wir jetzt hier von oben gucken, ich hoffe, man kann das gut sehen. So. Seht ihr hier, dass diese Rampe hier höher steht als die Auslassnockenwelle. So, in dem Moment, wenn ihr startet oder eben halt kickt, kommt diese Nockenwelle an, beziehungsweise kommt die Kontur an. Hier sitzt dann die Kipphebelrolle
Die wird von dieser Kontur leicht gedrückt. Der Auslass oder die Auslassventile werden leicht geöffnet. Der Motor ist damit dekomprimiert und der Kolben kann in Richtung Abwärtsbewegung gehen und dann läuft es von vorne und der Motor springt an und klack, durch die Fliehkraft wird dieses Bauteil weggeschoben. Ja? So rum, schaltet ab und die Kontur ist damit bündig und ist nicht mehr im Weg. Ja? So, dann ist der Autodeko abgeschaltet. Wo ist jetzt hier das Problem? Das Problem ist eigentlich im Endeffekt ja, dieses Federsystem und die Grundarretierung dieser Nocke. Mal gucken, dass ich in der Kamera bleibe. So, ja. Das sieht so aus. Ich baue das mal auseinander. Hoppala, das war die kleine Feder. Die sitzt hier drin. Ja. So. Und hier seht ihr so ein Stift. Der hat hier oben eine kleine Fläche angefräst. Diese kleine Fläche sitzt hier innen auf dieser Kontur. Ich nehme die Feder mal runter. So, gucken wir mal, ob man das sehen kann. So, ja, so, ne? So. Und jedes Mal, wenn dann der Motor startet, passiert Folgendes. Die Kontur rutscht quasi von diesem Stift runter und der Autodeko ist abgeschaltet. So, durch diese permanente Bewegung von Metall auf Metall fängt natürlich irgendwann mal was an zu verschleißen. Und das ist auch die Kontur, das kommt auch vor, aber leider auch dieser Stift. Ja? Und dieser Stift ist dann nicht mehr plan, wie er sein sollte, sondern kriegt dann hier so eine Phase. Schlägt sich quasi hier, wird die Ecke weggekloppt. So sieht ein neuer aus. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann jetzt mit der Kamera. Ich hoffe es. Ja. Hier seht ihr noch eine richtige saubere Fläche. Und hier seht ihr schon, da ist es richtig schräg. Und sobald das eigentlich passiert ist, ist dieses Autodeko-System nicht mehr wirklich in Funktion. Das heißt, es versucht permanent wegzuschalten, anzuschalten, wegzuschalten, weil die Feder drückt ja immer dagegen. Und dadurch habt ihr halt dieses komische Klackgeräusch andauernd im Standgas. Ne? Ihr habt 1700 Umdrehungen, habt ihr da das Moped im Stand laufen und dann muss immer klack, 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 klack und oder springt gar nicht mehr an, weil eben halt das Ding sofort wegschaltet. Ne? Oder ihr lauft in die volle Kompression rein, weil der Autodeko halt nicht mehr wirklich sauber arbeitet. So, am besten nochmal Nahaufnahme, da kann man das, glaube ich, am besten erkennen. Und hier seht ihr auf der rechten Seite, seht ihr halt eine Nockenwelle in neu, oder das ist die neue Nockenwelle, die ihr gerade gesehen habt. Hier seht ihr, die Fläche ist komplett sauber und plan. Und auf der linken Seite kann man schon gut den Verschleiß, den laufenden Verschleiß erkennen, wo diese Kante sich dann langsam abarbeitet. Hier wäre der Autodeko vielleicht noch in Funktion, aber wir hatten schon Nockenwellen, da war halt diese Kante komplett, also fast 45 Grad abgeschrägt. So stark war dann schon dieser Materialabtrag. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dann ist natürlich hier oben keine Funktion mehr gegeben. Diese Kontur kann nicht mehr stehen bleiben, die Feder schafft das ja auch nicht, die kann das ja nur nach oben bringen, die kann ja nicht halten. Der Stift ist dafür zuständig und wenn der natürlich schon in Drehrichtung abgearbeitet ist, dann kann diese Kontur nicht mehr funktionieren bzw. halten und der Motor wird nicht dekomprimiert. Gut, dann machen wir weiter. So, die Reparatur von so einer Geschichte ist relativ schwierig. Wir haben früher mal versucht, die hier rauszudrücken. Das habe ich auch mal geschafft. Hier innen drin ist auch noch ein Stift. Ein gehärteter Stift, der muss zuerst raus. Und dann kann man diesen Stift eigentlich nach innen rausdeuen. Und den hatte ich mal rausgedrückt und dann verkehrt rum, also 180 Grad gedreht und die scharfe Kante quasi hier in diese Richtung zeigen lassen und wieder eingepresst, Bolzen wieder rein. Das ging tatsächlich. Die nächsten 3-4 Mal ging leider nicht. Da ist mir das Ding hier komplett zerbrochen beim Einpressen, auch mit Wärmen vorsichtig. Und also ich habe es nicht geschafft.
Trotzdem ist ja sowas reparabel. Ich weiß, es gibt Leute, die können sowas. Mit denen habe ich auch schon gesprochen. Da kommt auch bald was. Ja, also im Endeffekt ist es aber trotzdem erstmal, das Grundproblem ist hier dieser Bolzen oder diese Kontur, die verschleißt. Und dann habt ihr meistens aber nach hohen Laufleistungen dieses Problem, dass diese Nocken oder diese Autodeko nicht mehr wirklich sauber funktioniert. Was ja in der Funktion jetzt erstmal nicht schlimm wäre, wenn man jetzt einen reinen Kickstarter hätte. Die Problematik ist eben halt, wenn ihr ein E-Start-Motorrad habt, wird es schwierig. Ja, weil ohne diesen Autodeko schafft der Anlasser das nur bedingt, den Motor zu drehen. Und dann habt ihr ruckzuck die Batterie leer, weil der Anlasser dann so viel Strom zieht, um halt den Motor über den OT zu drücken. Dann wird es schwierig. Man kann natürlich ein Handdeko ziehen. Viele von euch können das. Ist aber auch ein bisschen tricky. Trotzdem könnte man damit unterstützen. Problem ist eben halt nur, es kann auch zu Zerstörungen kommen dieser Kontur. Die fliegt dann auseinander. Das sieht dann so aus. Ja, die reißen dann hier, brechen hier raus. Und wir haben leider auch schon gehabt, dass die Dinger komplett auseinandergebrochen sind. Das während der Drehbewegung der Nockenwelle, könnt ihr euch ja gut vorstellen, was dann passiert. Wir hatten sogar ein Bauteil oder einen Zylinderkopf. Da ist das Ding unten komplett in den Wasserkanal des Zylinderkopfs reingeschossen, also unten in diese Ölwanne, wo das Öl halt normalerweise sitzt, für die Nockenwelle zu schmieren, und hat den kompletten Zylinderkopf zerstört, durchgekloppt, auf gut Deutsch. Also, wenn ihr merkt, dass da irgendwas faul ist, das funktioniert nicht so richtig, der startet nicht mehr richtig, ihr hört auch diesen Autodeko nicht, wenn ihr mal langsam den Kicker betätigt, dann irgendwann macht es ja klack, ja, dann schaltet der ja auf. Dann solltet ihr auf jeden Fall diese Kontur bzw. die Nockenwelle mal prüfen und gucken, ob dieser Stift hier verschlissen ist und wie das ganze System an sich noch aussieht. Ja, leider gibt es das meiste nicht mehr neu, die ganzen Nockenwellen gibt es ja auch nicht mehr neu, beziehungsweise es gibt jetzt wieder die Original-Nockenwelle, die 249er, die kann man wieder kaufen, aber leider die MSP3 zum Beispiel, diese hier, ist momentan nicht mehr lieferbar. Ich hoffe, dass vielleicht KTM ein Einsehen hat und sie wieder auflegt. Wir werden sehen. Wir arbeiten auch an Alternativen, um diese nachzubauen, aber ne, ihr seht, das ist ein relativ aufwendiges Bauteil. Wir haben auch schon mehrere Firmen angefragt. Da geht es natürlich auch immer um Menge. Ja, und wenn wir dann sagen, ja, wie viel wollen Sie denn haben? 300, 400, 500 Stück, ne, dann müssen wir leider passen. Das geht nicht. Und Kleinserie, wissen die meisten von euch, ist sehr teuer. Wir sind auch am Thema Drucken dran. Hier mal schöne Grüße an Markus. Aber das ist alles noch nicht spruchreif, das werden wir noch sehen. So, aber das jetzt zum Thema Autodeko. Und jetzt können wir den wunderschönen Deckel aufbauen. Und dann hoffe ich auch, dass wir dann bald mit der 620er fertig sind. Würde ich sagen, ne? Auf das Silikon, ab dafür. Just like a Tory Hanzo did, and you know I never stopped and I'm done so kid. I never use his voice to control, but I'm touching every old and young soul with these cuts just like a Tory Hanzo did, and you know I never stop. I never use his voice to control, but I'm touching every old and young soul with these cuts just like a Tory Hanzo did, and you know I never stopped and I'm done so kid. I never use his voice to control, but I'm touching every old and young soul with these cuts just like a Tory Hanzo did, and you know I never stop. So, jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal an mit der GoPro. Das geht ein bisschen schneller. Und ihr seht jetzt alles montiert. Die Wasserpumpe habe ich auch noch komplett neu gemacht. Ja,
Neue Schrauben überall drin, klar. Ne? Wenn man schon mal aufbaut, dann macht man es richtig. Und hier seht ihr eben halt, ich habe hier auch keine Innen-Sechskantschrauben auf die Ventildeckel montiert, sondern halt normale Sechskantschrauben mit dem Achterkopf, weil es einfach schöner, man kann einfach mit dem Gabelschlüssel oder mit dem Ringschlüssel hier oben viel besser arbeiten, wenn das Fahrzeug mal zusammengebaut ist und man muss Ventile einstellen. Ist das mit den Innen-Sechskantschrauben hier, mit den Dingern, wenn die dann hier sitzen und dann mit dem Winkelschlüssel hier rein, das ist eine riesen Murkserei. Hatte KTM ja damals dann auch geändert bei den Highflow-Motoren, auch hier, ne, 8er Sechskant drauf gemacht. Das geht also wesentlich besser, kann ich nur empfehlen. So, was fehlt noch? Ne, klar, der Kühler fehlt noch, der muss noch neu lackiert werden, die waren ziemlich verschrabbelt. Vergaser liegt da, gucken wir uns gleich an. Ölfilter muss noch rein und natürlich hier muss ein Kabel durch, das ist dann für die Lichtmaschine. Die liegt schon hier. Komplett überholt von der Firma Motec. Schönen Gruß an den lieben Frank. Das sind Original-Lichtmaschinen 4K3 von Kokusan, komplett überholt. Ja, von der Firma Motec, wie gesagt. Das ist also kein China-Krempel-Nachbau, sondern richtig gut Originalteil, ne, mit neuen Wicklungen und so weiter und so fort. Wenn das dann soweit ist, kommt das Ding hier dran und dann liegt da auch das Kabel. Vergaser ebenfalls komplett überholt. Das ist noch der alte FCA 41 mit der offenliegenden Beschleunigpumpe. Das ist ja noch ein Modell aus dem Modell 2002. Ja, da waren die ja noch drauf. Ab 2003 kam ja der neue, der gekapselte, also wo die Beschleunigerpumpe dann hier oben drin sitzt mit der Plastikkappe. Das ist halt noch das alte Modell. Gut, macht aber nichts. Das funktioniert auch gut. Jetzt fehlen noch die Schläuche, müssen noch dran, die Entlüfterschläuche. Und dann kann der auch da rein. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, wenn wir uns das Motorrad angucken, sollte sie eigentlich schon fertig sein. Und wir werden sie dann quasi zum First Kick dann hoffentlich gestartet bekommen. Werden wir sehen. So, viele von euch haben mich ja auch gefragt, was oder wie geht es denn mit der GS 250, mit dem Zweitakter weiter? Dann würde ich sagen, da gucken wir uns jetzt mal ein paar Teile zu an und dann gehen wir darüber. Bis gleich. So, wie ist Stand der Dinge? Das Motorgehäuse ist schon mal fertig gepulvert bei der Firma Thermotec in Kehlberg. Hier nochmal vielen Dank an den lieben Ralf. Ja, wir haben uns versucht, ja, an die Originalfarbe ranzuhangeln. RAL-Angaben kriegen wir ja hier keine mehr. Aber das mit diesem Silber sollte schon passen. Leider ist dieser Außenkupplungsdeckel durchgerottet. Also der hat ein riesen Loch, den können wir auch nicht mehr reparieren. Da muss ich versuchen, mir noch einen zu besorgen, irgendwo gebraucht. Wenn er einen hat, Bescheid sagen, ich brauche den. So, Sack voll Lager haben wir auch schon da. Der Motor hat halt keine irgendwie Zeichnungslager, die es nur bei KTM gab oder gibt, sondern wir können die ganz normal im Lager Zubehör kaufen. Trotzdem, wunderbar, alle normalen Dichtungen, Simmerringe, etc. sind noch bei KTM zu bestellen für dieses Motorrad oder für diesen Motor. Das ist schon mal natürlich eine große Hilfe. Da muss man nicht großartig noch rumsuchen bei irgendwelchen Dichtungsfuzis. Das hat sich dann erledigt. Sind auch schon bestellt. Wie gesagt, Zylinder ist noch beim Pulvern, weil der natürlich erst gehohnt wurde und dann erst zum Beschichten gegangen ist. Umgekehrt wäre ein bisschen blöd. Wenn der dann auch hier ist, können wir den auch setzen. Aber die Innereien haben wir schon da. Ja, Kolben klar. Wössner-Kolben mit 2 Ringen. Gibt die halt auch mit einem einen Ring. Das ist dann für die Motocrosser. Gott sei Dank alles noch bei Wössner zu bekommen für diese alten Modelle. Die Kurbelwelle ist überholt worden von der Firma Westermann. Hier nochmal vielen Dank an lieben Andreas. Neuer Ploi-Kit von Hot Rod. Und wo ich dann erst sagte, das war's dann wohl mit dem Motor. Die Antriebswelle war ja kaputt, die war ja defekt. Die hatte ja hier auf dem Lagersitz hinten voll das Monster Pitting. Ich blende das mal unten ein. Aber ne, auch selbst da findet die Firma Westermann immer eine Lösung und hat uns hier eine Lagerbuchse aufgepresst und dann exakt auf Maß geschliffen. Ja, daher können wir die wieder verbauen. Gott sei Dank. So. Der Motor allein ist es ja nicht. Wir müssen ja auch das Fahrwerk wieder restaurieren. Und das schauen wir uns jetzt mal drüben in der Schlosserei an. Dann würde ich sagen, ne, gehen wir mal rüber. Bis gleich. So, und da hängt das Gerippe. So, warum habe ich das aufgehangen? Die meisten können sich das jetzt, glaube ich, schon denken, die so Fahrzeuge kennen.
Hier war an dem Rahmen die komplette Hauptständeraufnahme, ja, wie soll ich das nennen, komplett am Arsch. Also das habe ich alles weggeflext, weil in diesen Flacheisen, die ja dran sind, wo halt dieser Hauptständer montiert ist drin, da war eigentlich kein Loch mehr drin, das war ein Langloch vom Allerfeinsten und der Ständer stand halt so. Und das Hinterrad ist dann Patsch auf dem Boden. Macht wenig Sinn, ne, wenn man ein Hinterrad ausbauen möchte. Hier auf der linken Seite war auch die Originalhalterung irgendwann schon mal abgebrochen. Da hatte man einfach ein Flacheisen dran geschweißt mit der Elektrode, also solche dicke Nähte drauf gebratzelt, schief ein Loch eingebohrt, also das stimmte alles nicht mehr. Daher ne, einmal Flex angesetzt, alles weg. Und jetzt die Halter habe ich schon mal nachgebaut und auch die Bolzen nachgebaut. Die werden dann hier wieder in den Ständer reingeschweißt, inklusive der Federaufnahme. Die war halt auch noch in Fragmenten erhalten. Alles neu wird dann verschweißt und dann können wir hier diesen Ständer dann so exakt fixieren am Rahmen und wieder anschweißen, dass das Fahrzeug eben halt genau so steht, dass es nicht nach vorne fällt und dass wir aber trotzdem hinten das Hinterrad vernünftig ausbauen können. Ja, denn das ist ja immer der große Vorteil des Hauptständers. Man kann Wartungsarbeiten an diesem Motorrad machen, ohne immer so einen Bock mitzunehmen. Gut, so, das ist Stand der Dinge Fahrwerk. Da sind noch ein paar andere Sachen, da müssen wir Gewinde reparieren noch dran. Ein paar Halterungen sind eingerissen, die müssen wir noch nachschweißen. Und dann geht das Fahrwerk wieder nach Kehlberg zum Ralf, zum Pulvern, Schwinge dabei, Stoßdämpfer muss uns überholen, Gabel muss weg zum Überholen, Räder müssen neu gespeicht werden und. Aber da kommt natürlich dann ein extra Video zu diesen ganzen Fahrwerksumbauten. Den Motor machen wir einzeln und dann machen wir wieder Step by Step, bauen wir das Ding wieder zusammen, wie jetzt bei der 620. Deswegen, das reicht für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen. Abonnieren, muss ich keiner erklären. Haut rein, bis dann und ciao.